In meinem ersten Video habe ich euch bereits erklärt, warum es keinen Alleskleber geben kann. Und da man für jedes Klebproblem einen anderen Klebstoff benötigt, gibt es auch unzählige Klebstofftypen. Aber woher weiß man, welchen Klebstoff man braucht? Oh Matthias, wie finde ich den richtigen? Bevor wir uns aber damit beschäftigen, schauen wir uns erstmal an, welche Vorteile Kleben eigentlich hat. Kleben ermöglicht das Verbinden unterschiedlichster Materialien, egal ob Holz, Kunststoff, Glas, Keramik, Papier, mit oder untereinander. Klebstoff ist im Gegensatz zu beispielsweise Schrauben sehr leicht. Ihr spart also einiges an Gewicht und Schlepperei. Wenn ihr klebt, verändert oder verformt ihr die Oberfläche nicht. Anders als zum Beispiel durch die hohe Temperaturbelastung beim Schweißen. Es empfiehlt sich auch aus optischen Gründen die Verwendung von Klebstoffen. Besonders transparente Klebstoffe sorgen dafür, dass eine Verbindung gar nicht erst sichtbar ist. Durchs Kleben kann man eine gleichmäßigere Kraftübertragung erreichen. Beim Nieten oder Schrauben kommt es zu einer Punktbelastung. Ein toller Nebeneffekt von einigen Klebstoffen ist die dämpfende und dichtende Wirkung. Klebstoffe lassen sich gut dosieren und gezielt verarbeiten. Manchmal reichen nur wenige Tropfen und man erhält enorm starke Verbindungen. Eine Verklebung kann fast immer und überall durchgeführt werden. Ihr braucht dafür keine Maschinen oder teures Werkzeug. Besonders was das Thema Nachhaltigkeit angeht, sind Klebstoffe eine gute Unterstützung. Denn sie helfen, Dinge zu reparieren, anstatt zu entsorgen. Und das Beste ist, wegen des geringen Materialverbrauchs, der schnellen Lösung und des Nachhaltigkeitsaspektes spart ihr Zeit und Geld. Bei der Auswahl des richtigen Klebstoffes ist es wie in der Liebe. Es muss einfach passen. Gut, aber was genau soll passen? Beim Klebstoff lässt sich das einfacher beantworten als in der Liebe. Hier muss man sich nur ein paar Fragen stellen. Welche Materialien sollen miteinander verbunden werden? Wie groß sind die zu verklebende Fläche und der Klebespalt? Je nach Material und Konstruktion der zu verklebenden Teile benötigt ihr entweder einen dünnflüssigen, dickflüssigen oder pastösen Klebstoff. Diesen Zustand von Flüssigkeiten bezeichnet der Chemiker auch als Viskosität. Dickflüssiger Klebstoff dringt gut in grobe Oberflächenvertiefungen ein. In feine hingegen nicht so optimal. Sehr flüssige Klebstoffe dringen zwar in jede Ritze, sind aber unter Umständen zu flüssig für große Vertiefungen oder saugfähigere Oberflächen, wie zum Beispiel Holz. Außerdem solltet ihr darüber nachdenken, wie viel Zeit euch zum Kleben bleibt. Denn es gibt Klebstoffe, die benötigen für die Aushärtung nur wenige Sekunden bis Minuten, andere brauchen Stunden bis Tage. Was noch wichtig ist, welcher Belastung ist die Verbindung nach dem Kleben ausgesetzt? Man könnte auch einfach nach dem Nutzen fragen. Ein ganz banales Beispiel. Wollt ihr aus einer Tasse noch trinken oder dient diese nur zu Dekozwecken? Welche Umwelteinflüsse wirken auf die Klebeverbindung ein? Welche Temperaturen herrschen vor? Und welche Kräfte wirken noch auf die Materialien ein? Fragen über Fragen. Wenn ihr nicht mehr weiter wisst, fragt mich doch einfach hier in den Kommentaren. Und wenn ihr immer und überall Hilfe gebrauchen könnt, dann schaut doch einfach mal in unseren Klebstofffinder. Und dann hoffe ich, dass auch ihr den richtigen findet. Okay. Ciao, wir bleiben in Verbindung.